Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Nala Stories. Morgen! Wir sind schon richtig früh auf den Beinen. Bei uns hat um 5:30 Uhr der Wecker geklingelt. Und dann haben wir unseren Rucksack gepackt und sind zu dritt losgezogen. Weil ich glaube, es geht allen so. Aktuell ist eine ziemliche Hitzewelle in Deutschland und ja, deswegen nutzen wir die Zeit früh am Morgen mit Peppi, drehen eine große Runde mit ihr und heute dachten wir, nehmen wir einfach auch mal noch ein Frühstück mit und machen irgendwo ein Picknick. Und jetzt haben wir euch schon so viele schöne Wanderungen aus überall in der Welt gezeigt. Kanada, USA, überall in Südamerika. Jetzt zeigen wir euch mal eine kleine Wanderung direkt von unserer Haustür. Ohne dass wir irgendwo hinfahren mussten, aus der Haustür raus. Und das ist unsere Runde, die wir drehen. Noch so angenehm kühl am Morgen hier im Wald. Ich könnte gar nicht meinen, dass heute wieder so ein heißer Tag werden soll. Sobald die ersten Höhenmeter, paar Höhenmeter, so viel waren es gar nicht drin sind, wird es schon ganz schön warm. Und jetzt sind wir ein bisschen in der Sonne unterwegs, bis wir im nächsten Wald sind. Also das mit dem kühlen Morgen war eine kurze Sache. Der ist jetzt vorbei. Voll in der Sonne. Peppa! Willkommen am Brückle an unserer Mini-Badestelle hier in der Nähe. Die Sonne kommt hier erst ziemlich spät hin
Und auch am Nachmittag ist hier schon wieder Schatten von der anderen Seite. Und das Wasser ist 1A zum Abkühlen. Mit einem kühlen Kopf startet es sich doch am besten in den Tag. Die Beine sind schlimmer als der Oberkörper. Das war kalt. Das hatten wir nicht so kalt in Erinnerung. Für wie viele Tage reicht das? Ist mir ein bisschen viel geworden gestern Abend, als ich das vorbereitet habe. Da war ich wohl hungrig noch. Hier ist noch Joghurt für oben drauf, falls es noch nicht reicht. Da passt nichts mehr drauf. Erstmal runter essen. Was gibt's denn? Übernachtungshaferflocken. Wirklich. Overnight Oats mit Joghurt, Apfel und gefrorenen Früchten. Lecker. Favorite. Hast du was gefunden? Happy! Komm her. Dieser einer hier hat nächste Woche Geburtstag. Rund noch dazu. Das ging zu schnell. Also seit wir wieder da sind, nicht die gesamten 40 Jahre. Ich glaube, wir sind jetzt so gut 2,5 Stunden hierher gelaufen. War eine richtig gute Runde. Sind froh, dass wir es noch gemacht haben, als die Sonne noch nicht ganz so hoch war. Ich glaube, sonst wäre es echt warm geworden. Aber jetzt im Schatten ist es echt angenehm. Ist richtig schön. Die Sonne hat es über den Berg und über die Bäume geschafft. Es wird direkt richtig warm. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg zurück. Wir haben jetzt aber auch schon 9:30. Wir gehen ein bisschen kürzeren Weg zurück, oder? Ja. Die Abkürzung. Sehr gut. Also bis zu Hause. Der Sommer ist zurück in Deutschland. Es lässt sich nicht mehr verleugnen. Es ist super warm, aber wir müssen trotzdem noch ein paar Dinge am Van machen, denn nach einer Reise oder nach einem Roadtrip ist ja bekanntlich vor einem Roadtrip, und eine Sache ist uns immer richtig wichtig, und zwar unser Wassertank und unser Wassersystem, weil wir trinken eigentlich komplett unser Wasser aus dem Wasserhahn. Und ja, deshalb muss jetzt auf jeden Fall einmal der Wassertank gereinigt werden. Dafür benutzen wir Alpfilter Clean. Das ist ein Wassertankreiniger, der entfernt Biofilm, Bakterien, Gerüche und sonstiges, und das alles ohne Chlor, also völlig unbedenklich. Man füllt es einfach
ein in den Wassertank, lässt es einwirken für 2 Stunden und danach lässt man es wieder ab. Ohne Nachspülen kann man dann einfach Wasser auffüllen und wieder benutzen. Das machen wir eigentlich immer, wenn wir ankommen und wenn wir wieder losfahren. Und ja, haben damit ein richtig gutes Gefühl. Wenn wir unterwegs sind und wir uns nicht ganz sicher mit der Wasserqualität sind, dann packen wir normalerweise diesen Filter noch vor den Wassertank, damit wir wissen, wenn wir Wasser befüllen, dass schon sauberes Wasser in den Wassertank kommt. Da ist einmal ein Aktivkohlefilter drin und ein Vorfilter. Wenn wir jetzt aber zu Hause Wasser auffüllen, wissen wir, dass das Wasser eigentlich eine ziemlich gute Qualität hat. Und da hat sich jetzt Alpfilter was Neues ausgedacht. Denn es gibt jetzt den Entry-Vorfilter. Den packen wir jetzt einfach vor unseren Wassertank. Da ist der Vorfilter schon integriert und damit kann man dann das Gröbste schon rausfiltern, so wie Mikroplastik, Sand oder Sedimente. Und dann kommt aus der Leitung durch den Filter direkt sauberes Wasser in unseren Wassertank. Und das machen wir jetzt auch direkt mal. Ich habe mir jetzt mal noch die Zange geschnappt und mache unsere beiden Filter direkt vom Wasserhahn noch raus, weil wir wollen ja auch, dass die Leitungen sauber werden. Und dafür müssen wir die Filter einmal rausnehmen, weil unterm Wasserhahn haben wir noch einen Aktivkohlefilter und den Nano-Filter und mit den beiden Filtern sind wir auf jeden Fall abgesichert. Da ist nichts mehr drin, da ist alles rausgefiltert und haben einwandfreies Trinkwasser, egal wo wir tanken, egal welches Wasser wir trinken. Das Ausbauen ist sowieso nie verkehrt, wenn man länger steht, denn am besten lagert man die Filter trocken und dann kann man sie auch noch benutzen. Das hat mal richtig gut funktioniert und ging richtig schnell. Der Tank war super schnell voll. Können wir nur empfehlen, Entry-Befüllfilter vor dem Wassertank für sauberes Trinkwasser. Wir benutzen Alpfilter schon seit über 4 Jahren. Sind mega happy, mussten noch nichts austauschen, außer natürlich die Filter. Wir können es wirklich euch nur ans Herz legen. Und mit dem Code Neuland5 kriegt ihr dann auch noch 5%, egal auf was ihr bei Alpfilter bestellt. Wir können eigentlich alles empfehlen, aber der Entry, der hilft nochmal richtig weiter. Und natürlich den Link und alle Infos findet ihr unten nochmal in der Beschreibungsbox. Einmal noch den Wasserhahn betätigt, damit auch das Mittel in den Rohren ist und auch unsere ganzen Rohre säubert und reinigt. Und während das jetzt einwirkt, fahren wir ein bisschen durch die Gegend, weil es ja noch nicht warm genug ist. Gott sei Dank haben wir eine Klimaanlage. Nicht? Not. Aber wir fahren jetzt erstmal zum Baumarkt, weil wir wollen ja noch ein paar Sachen hier aufhübschen. Und das machen wir jetzt erstmal. Und eigentlich sollten wir an den See fahren. Ja, manchmal müssen einfach Dinge erledigt werden. So sieht's aus. Los goes.
Dann gucken wir mal, ob sie das haben, was wir brauchen. Was ist die? Das sind ehrlich gesagt die günstigsten, die wir damals finden konnten und jetzt auch noch immer die günstigsten. Die haben jetzt 5 Jahre. Ja. Richtig gut gehalten. Eigentlich halten sie ja noch gut. Es fehlt ein bisschen die Spannung, deswegen tauschen wir die jetzt einfach aus. Aber pro Scharnier kostet dieses Teil 2,25 €. Das war der einfache Part. Jetzt müssen wir noch eine Farbe raussuchen, weil wir auch nochmal die Schränke neu streichen wollen. Und da tun wir uns immer ein bisschen schwerer. Irgendwas wird drin und draußen. Was sagen die Leute? Sollen wir wieder Richtung Weiß ein bisschen heller gehen oder nochmal ein schönes Apfelgrün? Wir nehmen Weiß. Keine Experimente. Keine Experimente. Ich glaube, so schnell waren wir echt schon lange nicht mehr rein und wieder raus im Baumarkt. Und nur eine Sache gekauft, die wir nicht auf dem Zettel hatten. Das war sehr zielstrebig. Sehr viele Daumen heute von mir. Ja, schon ein paar Mal den Daumen in die Höhe gestreckt. Gedaumt. Es ist zu heiß. Es ist viel zu heiß. Es ist zu warm, Leute. Wir haben es jetzt zwar schon 7 Mal gesagt, aber kühler wird es auch nicht. Eingehen tue ich. Eingehen tue ich. Oh no. Oh. Die werden schon mal raus. Geht schnell, ist trotzdem warm. Halten einen warmen Counter. Heiß und warm Counter. Es ist warm, liebe Leute. Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir das machen. Wir sind jetzt einfach schon seit über 4 Jahren in dem Van. Das ist tatsächlich auch schon die zweite Farbe. Wir hatten ja erst grün. Das sieht man hier tatsächlich schon wieder ein bisschen durchkommen. Und dann habe ich so ein Creme-Weiß gestrichen. Und ja, man sieht halt einfach super krasse Gebrauchsspuren. Und irgendwie macht, glaube ich, so ein frischer Anstrich gleich wieder was mit dem Raum und sieht einfach wieder schöner und wohnlicher aus und nicht so abgenutzt.
Ich finde, man kann den Unterschied richtig deutlich sehen. Ich habe jetzt schon mal 2 gestrichen. Die sind viel heller als der hinten. Fairerweise muss man vielleicht sagen, dass wir nicht mehr genau wussten, was für ein Weiß wir haben. Ich glaube, wir haben ein Tick helleres Weiß auch ausgewählt. Aber es macht einfach schon so viel aus, wenn man die ganzen Schrammen und Spuren und so von der Reise nicht mehr sieht. Und ich glaube, im Van kommt das auch nochmal richtig gut rüber. Eine sehr befriedigende Arbeit. Ich habe mich auch nach hier drin verkrümelt, weil Basti schleift draußen ab und in dem Staub kann ich natürlich nicht streichen. Deswegen ist er draußen, schleift und ich bin drin und darf hier im Kühlen streichen. Alt, neu. Aber bei diesen 4 Fronten von den Hängeschränken bleibt es natürlich nicht. Wir haben ja noch viele Türen mehr. Und zwar 3 Schubladen hier. Hier eine Tür, da eine Schublade. Hier vorne noch zum Gaskasten. Zu unserem Kartoffelfach. Hat noch keinen richtigen Namen. Und dann haben wir ja noch unsere neue Toilettenverblendung. Ich mag die in Holz. Du möchtest die in Holz lassen? Ich würde sagen, wir streichen sie. Holz. Echt? Aber dann ist nur eine Front die einzige, so die... Echt? Na gut. Muss ich weniger ausbauen. Es ist auch quasi schon alles ausgebaut. Es fehlt nur noch eine Klappe hier vorne. Und hier drin, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, es ist warm. Ich glaube, hier drin sind 45 Grad. So, das ist schon gar nicht so schlecht. Wir sind fast durch, zumindest mit Runde 1. Denn... Wie immer bei Weiß braucht es eine Runde 2. Ja, es kommt so ein bisschen immer noch die Farbe von davor durch. Das heißt, wir machen 2 Schichten drauf. Dann ist das hoffentlich richtig gut. Ich glaube, so viel Weiß, so hell hatten wir es noch nie im Van dann. Mal gucken, ob wir damit klarkommen. Ich glaube, wir waren beide nie Fan von Weiß, ne? Nee. Naja. Wir werden sehen. Und man muss es halt auch mal ausprobieren. Ansonsten ist es eine gute Grundierung für die nächste Farbe. Nächste Farbe. Wir bauen das nicht wieder auseinander und streichen nochmal. Naja, das merkt man ja, ob einem die Farbe gefällt oder nicht bei den ersten 2, 3. Oder? Naja, wir werden sehen. Was meint ihr denn? Lieber weiße Fronten im Van? Seid ihr so mehr so einfach weiß, hell und keine Farbe oder darf es ruhig ein bisschen bunter sein? Bei uns durfte es immer ein bisschen bunter sein, deswegen haben wir auch unsere bunten Fliesen, die Mexiko-Fliesen. Würde mich auch mal interessieren. Na dann, erst recht. Svenny wird es auch interessieren. Das letzte Stück für heute. Ne, für diesen Durchgang. Ich mach schon mal mit dem Pinsel. Anstrich Nummer 2. Das war's. Alle Teile, die weiß sein sollen, sind jetzt weiß gestrichen. Wir haben hinten in der Heckgarage, da war noch ein Bereich komplett grün von unserer ursprünglichen Farbe, bevor das Cremeweiß überhaupt kam. Das habe ich mir jetzt auch nochmal hierher genommen und auch nochmal alles weiß gestrichen, damit alles einheitlich ist. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ergebnis morgen aussieht. Die trocknen jetzt nochmal komplett über Nacht und dann wird das hoffentlich gut.
Ein neuer Tag am Van. Und eigentlich wollten wir jetzt nur die schönen neuen Fronten anbringen. Aber es war definitiv an der Zeit auszumisten. Weil wir haben schon das Grobe immer rausgeräumt. Aber irgendwie haben wir noch so viel Kram, den wir einfach nicht mehr benutzen. Und das auf dem kleinen Raum. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt eine neue schöne Fassade dran machen, müssen wir auch das Innere entkernen. Crude-Restauration. Crude-Restauration. Aber jetzt kann es gleich losgehen. Ich glaube, die Matte hat so langsam ausgedient. Mittlerweile klebt sich auch das hier an dem Boden. Das war auch eigentlich nur eine Matte, die wir mal vor den Van gelegt haben und irgendwann wurde es eine Drinnenmatte. Tschüss. Das ist mal weiß. Krass. Cool aus. Quasi neu. Anstriche sind getrocknet. Wir machen jetzt schon mal die... Wie nennt man das denn? Die Henkel? Griffe? Die Griffe dran. Und dann packen wir sie schon in den Van. Bin gespannt auf das Ergebnis. Der hatte auch schon bessere Tage, ne? Ja. Hast du den Griff etwa falsch dran gemacht? Ich wollte gerade sagen, das muss ich jetzt 12 Mal machen. Jetzt muss ich es 13 Mal machen. 14? Mann, ey, wie hab ich denn das hingekriegt? Nummer 1. Nummer 2. So, alle Schrauben sind drin. War ein bisschen komplizierter, weil nicht alles so mehr gepasst hat, wie wir gedacht haben. Aber alles ist hier zusammengesetzt und jetzt müssen wir es nur noch ganz schnell mal eben in den Van zusammenbauen. Der Moment der Wahrheit. Ob alles passt, ob es gut aussieht. Doch gut? Ja. Das ist weiß. Man vergisst doch immer, aus wie vielen Teilen so ein Van besteht. Mühsam ernährt sich das Murmeltier. Nix. Satz mit X, das war wohl nix.
irgendwie hat anscheinend die Qualität des Baumarkts unserer Wahl nachgelassen. Wir haben exakt die gleichen Scharniere gekauft und die haben einfach nicht mehr diese Spannkraft, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, diese Hebelkraft, damit die Türen einfach oben bleiben, wie bei den anderen Scharnieren, die wir hatten. Ja, also kommen die alten einfach wieder dran und wir bringen die neuen zurück. Schade. Da haben wir uns dann im Baumarkt noch so gefreut. Ja. Wie günstig die doch sind. Günstig und Schrott. Ja, aber wir sind ja Ja, ähnlich. sind die gleichen wie vorher. Ja, nur hat halt die Qualität nachgelassen. Didim. Versuch Nummer 2. Bleibt oben, aber so wie vorher. Schade, das hätten wir gern repariert. So ist. Hält immer noch gut. Aber was für ein Tag heute. Wir sind fertig. Die Schränke oder die Verkleidung hängen wieder. Ich finde, es ist richtig gut geworden. Es sieht irgendwie wieder frisch aus hier drin. Und Aber doch wieder alles umfangreicher als gedacht. Sowas dauert immer länger, als man denkt. Wir haben jetzt 2 Tage, 3 Tage? 2,5. 2,5 Tage daran rumgewerkelt. Aber ist cool. Ist richtig gut. Ist ein richtig guter Anfang vor allen Dingen, weil wir wollen den Van ja wieder richtig auf Vordermann bringen. Ja, wir sind ja schon ein bisschen dabei. Ja, wir haben ja schon die Fahrerkabine gemacht und arbeiten uns jetzt einfach so Stück für Stück durch, damit einfach wieder tipptopp wird. Ja. Und das fühlt sich an, als wäre das jetzt ein Riesenpart, der erledigt ist. Genau. So. Das war's auf jeden Fall für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen von der Hitze irgendwie ablenken. Keine Ahnung. Am liebsten wäre ich ja bei dem warmen Wetter die ganze Zeit in einem kühlen Keller. Aber ich sag schon, du sagst kühlen Camper. Würde ich auch nehmen. Ja, aber unser ist nicht kühl. Nee. Aber Sachen müssen erledigt werden und die Erfrischung auf jeden Fall im Schwarzwald, in dem kleinen Bach, die tat gut. Das werden wir öfters machen, die Tage. Deswegen das Emoji der Woche ist eine Sonne oder dieses Schwitz-Emoji, dem so richtig warm ist mit dem roten Kopf. Ja, ein schwitzender Smiley, falls ihr ihn findet. So sahen wir hier die ganze Zeit aus. Und ja, wir hoffen auf ein bisschen kühlere Temperaturen, genießen aber auch den Sommer sehr und ja. Nächste Woche geht's weiter und wir hoffen, ihr seid dabei. Genau. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Haben nämlich 42% von euch immer noch nicht. Oh, dann ist aber schon eine Steigerung zu den 50%. Ja, stimmt. Cool. Also weiter abonnieren. Freut uns. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke. Ende.